Freunde, willkommen zurück, Hala Madrid. Ja, Meisterschaft AD. Herzlichen Glückwunsch, Barcelona. Was soll ich anders sagen? Wir haben es nicht geschafft, zu Hause gegen Girona über ein 1:1 rüberzukommen. Oder wie sagt man? Wir haben einfach, ja, es war wieder kein gutes Spiel. Viele meinten, ich war ein Livestream. Erstmal danke dafür. Es war ein super geiler Livestream. Richtig nice. Also das nächste Mal wieder so. Und da wurde gesprochen und gefragt, spielt Real Madrid mit der B-Mannschaft? Naja, wenn das die B-Mannschaft ist, was ist denn die A-Mannschaft? Also Arda Güler war nicht dabei und Tchouaméni. Und hinten war Asensio jetzt dabei, Hausen war nicht dabei, Dani Carvajal war dabei und Arnold nicht. Ja, aber das ist nicht wirklich die B-Mannschaft. So, Arda Güler wurde geschont, Tchouaméni, I don't know, weiß ich nicht warum. Dafür war Camavinga aber dabei. Und ich nenne das nicht einfach, das ist nicht die, wie soll ich sagen, die B-Mannschaft. Man hätte 3-4-0 gewinnen müssen. 70.000 Zuschauer haben auf eine Veränderung gewartet. I don't know, aber sie kam nicht. Und es wurde einfach, ja, wie soll ich sagen, ja, ich kann keine wie soll ich sagen, Spieler kritisieren. Es war einfach allgemein, das Spiel war wieder sehr zäh. Es war einfach nicht gut und ich verzweifle. Ich weiß nicht, warum wir einfach ein Liga-Gesicht zeigen und ein, ja, wie soll ich sagen, ein ja, Champions League-Gesicht. Warum spielen wir nicht in der Champions League genauso wie in der Liga oder andersrum. Wir sollten genauso wie in der Champions League in der Liga spielen. Aber das klappt einfach nicht. Es klappt einfach nicht und ich kann es nicht nachvollziehen. Camavinga, wie ihr sehen könnt, war für mich also mit einer der besten. Valverde wurde MVP. Natürlich geil, hat ein geiles Tor gemacht, aber ich habe auch in Livestream gesagt, man muss auch sagen, der Torwart hat einen Fehler gemacht. Gute Torhüter halten diesen Ball. Egal, Valverde hat ein schönes Ding wieder gemacht, aber wir haben wieder nichts draus gemacht und ja, die Meisterschaft ist AD, weil das wird sich Barcelona nicht nehmen lassen. 9 Punkte, also es muss schon sehr viel passieren. Also 9 Punkte, es sind jetzt 9 Punkte oder wenn Barca gewinnt, sind es 9 Punkte? Ne, wenn Barca gewinnt, sind es, glaube ich, 9 Punkte und ja, was soll ich dazu sagen? Schwer. Das wäre ganz schwer und ich habe ja vorher schon die Meisterschaft, sage ich mal, geschrieben. Ich hatte zwar noch ein bisschen Hoffnung, aber Barca müsste sehr blöd sein und ja, ist im Endeffekt zum Kotzen 1:1 und dann habe ich gesagt: „Das war's." Es ist einfach zu Ende. Dani Carvajal, hat, wie ihr sehen könnt, auf dem Bild, Dani Carvajal ist die Legende. Die Letzte hat gut gespielt, aber ich muss sagen, man merkt, wenn es 1 gegen 1 geht, dass er, ja, zu langsam ist und er muss sich jetzt überlegen, also, ich würde ihm noch einen Jahresvertrag geben, aber als Ersatz eben, wenn Arnold und, ja, Co. nicht spielen können. Man merkt schon, dass ihm was fehlt. Ist aber auch ganz klar durch seine schweren Verletzungen und das Alter muss man eben drüber hinwegsehen. Aber das ist jetzt auch, ich möchte ihn jetzt nicht deswegen wegen des Spiels. Ich habe nur gesehen, dass man merkt, er ist langsam in dem Alter und so weiter, dass da auf jeden Fall, etwas fehlt. Bellingham war auch wieder da. Ja, was soll ich zu Bellingham sagen? Bei Bellingham ist das Problem, er meckert viel rum, wenn er den Ball nicht kriegt, aber er selber macht es nicht besser, wenn er gibt ihn ja auch nicht ab und verdattelt dann viel aber ich muss natürlich sagen, ich muss ihn 'n bisschen in Schutz nehmen und nicht, weil ich das Trikot, trage hier von ihm. Man darf nicht vergessen, was er die ersten 1,5 Jahre geleistet hat und da gibt es ja eben viele Leute, das sehe ich auch unter meinen Videos, die schreiben, er muss weg und so. Man hat das wohl vergessen, was er die ersten 1,5 Jahre geleistet hat, dann Schulterschmerzen operiert und so weiter. Und er hat mit den Schulterschmerzen noch gespielt, sorry. Und da muss man 'n bisschen, also, sagen wir mal so, äh, es war schon 'ne Maschine und sage ich mal, sein Torjubel, seine Torgeste kommt ja nicht von ungefähr. Natürlich ist er 'n bisschen arrogant. Natürlich ist er das, aber ganz ehrlich, Leute, er ist schon ein sehr nicer Spieler, 'n sehr guter Spieler, aber er muss natürlich auch sein Ego und das alles bisschen loswerden und, ja, dementsprechend
war auch das Spiel nicht gut. Er hat sich gut reingehangen erst, aber dann, ja, mal da, er war wieder nicht da und so weiter. Das war schwierig. Ja, und Vinny hat eigentlich ganz gut gespielt, aber, wenn der schon reingeht in den Strafraum, einfach antäuschen und dann schießen, das kann er doch. Aber er geht dann nach rechts oder whatever, er täuscht an und dann läuft er erst mal 10 Meter weiter, da wo 5 Gegner Spieler stehen. Ja, das kann nicht werden. Und es ist alles so, wie soll ich sagen, als es in der Liga klappt es einfach, ich finde, ist einfach immer so eine Blockade. So eine Blockade, die einfach irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ich nehme das hier übrigens noch nachts auf, dieses Video, und es ist für mich einfach unvorstellbar, wie man in der Liga so 'n Gesicht zeigt und in der Champions League so. Auch wenn was gegen Bayern wirklich nicht ein gutes Spiel war im Endeffekt, aber immer noch besser als das hier. Aber dieses Spiel gegen Girona war eben noch mal weit besser als gegen Malle, weil Malle war Katastrophe. Ja, und Vinny hat's versucht, aber ja, nicht wirklich, auch nichts hingekriegt. Und ja, Mbappé, was soll ich sagen, hat ein sehr schlechtes Spiel gemacht, wollte 'n Elfmeter rausschinden, wollte dies, wollte jenes, und viele sagen, ja, er muss verkauft werden und deswegen ist PSG, also Paris, auch, Champions-League-Sieger geworden ohne ihn. Also, man muss auch die, wie sagt man, die Kirche im Dorf lassen. Überlegt mal, wie viele Tore der Junge geschossen hat. Und nehmt diese Tore mal weg. Wo würde dann Real stehen? Wo würde Real dann stehen, Freunde? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also, das ist immer so, das kann natürlich in Paris sein, dass sie deswegen Champions League-Sieger geworden sind, aber die ganze Mannschaft in Paris hat ja funktioniert beim Champions League-Titel. Und ich sage euch eins: Egal wer weiterkommt, wenn wir weiterkommen sollten gegen Bayern, es wird brutal schwer gegen Paris. Ich bin kein Fan von Paris. Ich mag Paris nicht, also Frankreich, außer vielleicht die Côte d'Azur, aber ich mag Paris nicht und die Mannschaft nicht. Aber sie ist wieder auf dem Level wie am Ende der letzten Saison. Und wenn Bayern weiterkommen sollte, ich sage euch eins, sie werden gegen Paris nicht weiterkommen. Das ist meine Meinung. Halbfinale ist Bayern und ich glaube, dann wird Paris auch seinen Titel verteidigen. Gegen uns lassen wir mal dahingestellt, es wird aber auch schwer. Paris, ob ich es nun will oder nicht, Paris ist absolut stark und die werden immer stärker. Das ist nicht die Mannschaft. In Chat wurde das gesagt, ja, aber Paris hat die Vorrunde und so weiter. Ja, die Gruppenphase nicht gut gespielt. Ja, aber jetzt Gruppenphase ist unwichtig. Jetzt spielen sie sehr, sehr geiles oder guten Fußball, sagen wir so. Und da funktioniert einfach, das klappt einfach alles. Und ja, was soll ich sagen? Es wird nicht einfach und wir müssen gegen Bayern, ich habe im Livestream schon gesagt, man darf sich nicht hinten reinstellen, so wie, ich weiß nicht, was unser Trainer Arbeloa da von sich gibt. Also wir dürfen uns nicht hinten reinstellen, weil wenn die erstmal ein Tor machen in München, werden die anders auftreten, auch wenn der Respekt da sein wird, aber sie werden anders auftreten. Und wenn sie dann noch ein 2:0 machen, dann überrollen sie uns. Das kann ich jetzt schon sagen. Sie werden uns überholen, aber wir werden wieder anders spielen. Wir werden nicht wir wären schon weg vom Fenster, wenn wir so gegen Bayern spielen würden wie in der Liga. Dann wären wir komplett weg schon. Und deswegen, ja, ich ich kann nur sagen, das war's. Die Champions League ist noch da, aber die Meisterschaft ist jetzt weg. Barcelona wird gewinnen, ne? Der Gegner wird sie auch gewinnen lassen. Das kommt, auch noch hinzu. Das wird einfach so sein. Und, ja, dieses Spiel war unnötig. Ich habe es gesagt, bei 1:1 sage ich Ade und das ist auch so, das ist meine Meinung. Wir werden kein Meister mehr. Man muss das auch realistisch sehen, man muss auch Tacheles reden, dass das Barcelona ist ja nicht doof und verliert 2, dreimal noch. So, und dann spielen wir auch noch gegen Barcelona. Das wird einfach eine Demütigung, ich sage es immer wieder. Aber gegen Bayern, Rückspiel, muss vieles passieren, aber tja, weiß ich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr zu diesem Spiel, das ist eigentlich wichtig, nicht wegen den Bayern. Sagt einfach, was, wie ihr dieses Spiel gesehen habt. Also, Valverde, MVP, ja, war gut. Camavinga war gut. Vinny hat sich, ja, hat alles gegeben, aber es war zu wenig. Mbappé war schlecht, wirklich. Asensio übrigens, muss ich noch so sagen, der soll ja verkauft werden, aber hat durchgespielt, glaube ich.
war unauffällig, aber er hat durchgespielt. Also, irgendwie weiß nicht, was da nun stimmt. Die lassen ihn ja nicht durchspielen, wenn sie 'n Problem mit ihm haben. Also, es herrscht absolutes Chaos bei uns und, ja, ich weiß nicht, wie's weitergehen soll. Ich weiß es wirklich nicht, Freunde. Ich kann nur sagen, dass es 2 Uhr nachts ist und ich immer noch überlege, warum wir einfach so schlecht sind und warum wir so spielen. Ich weiß es nicht. Das war's. Es ist macht mich traurig. Es ist schade, dass wir nicht weiter das Weiterkommen, sage ich mal, also, dass wir nicht rankommen an Barca und das im Endeffekt vergeigt haben jetzt. Ja, wir haben's vergeigt. Tja, das war's. Wieder nicht Meisterschaft. Und wenn die Champions League weg ist, zweite Saison, zweites Jahr ohne Titel. Da wird einiges da wird einiges passieren müssen, einiges. Und nicht nur im Mittelfeld. Es wird einfach einiges passieren. Also, Freunde, schreibt mal in die Kommentare Hala Madrid, folgt mir auch auf Instagram und TikTok, derselbe Name, Hala Madrid. Und wie gesagt, nochmal danke für die Leute, die im Livestream waren, sehr, sehr nice. Gucken wir beim nächsten Mal. Ich bin eingeladen, das habe ich schon gesagt. Ich werde eigentlich immer live gehen. Das letzte Mal hat es nicht funktioniert, keine Ahnung, weil der Chat nicht funktionierte, weil dann kann ich nichts sehen. Und das nächste Mal hat mich ein Kumpel eingeladen. Also gegen Bayern werde ich wahrscheinlich, weil der Bayern-Fan ist, der will das mit mir zusammen sehen, werde ich nicht live sein, aber dann will ich versuche jedes Spiel live zu sein. Also schaut gern wieder rein, das war cool. Und dann würde ich sagen, Hala Madrid und folgt mir, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, traurig, aber die Meisterschaft ade. Und in der Champions League, wir müssen das richtige Gesicht zeigen, denn sind wir top und dann schaffen wir das. Also bis zum nächsten Mal, Freunde, und Hala Madrid.